Kann man einen Elefanten durch ein Nadelöhr ziehen? Einen richtigen Elefanten, nicht so eine Statue. Heute hören wir eine Geschichte über die Wichtigkeit von Demut und die Wichtigkeit von Status im spirituellen Leben. Ist okay? Intro. Narada Muni reiste einmal auf die Erde. Während er so auf der Erde entlang ging, kam er an einem Schuster vorbei. Der Schuster saß unter einem Banyanbaum und ging seiner Arbeit nach. Er reparierte Schuhe, er baute Schuhe neu und so war er in seiner Arbeit vertieft. Während er arbeitete, sang er Lieder über Krishna, über Vishnu und Narayan. Er sang den ganzen Tag, dachte an seinen Herrn und ging seiner Arbeit als Schuster nach. Als er Narada Muni vorbeikommen sah, stand er freudig auf, bat Narada Muni Platz zu nehmen und verneigte und verbeugte sich vor Narada Muni, brachte ihm Respekt dar und fragte dann: "O lieber Narada Muni, wenn du wieder zum Herrn reist, zum höchsten Herrn Narayan, könntest du ihn bitte fragen, wann ich wieder bei ihm sein darf?" Narada Muni stimmte ihm zu. Er bedankte sich beim Schuster für die Gastfreundschaft und reiste weiter. Weiter auf seiner Reise kam Narada Muni bei einem Brahmana vorbei. Der Brahmana führte den ganzen Tag Yagyas aus. Leute bezahlten ihn, dass er verschiedene Yagyas ausführte, um dann Vishnu zu bitten, diesen Leuten, die ihn bezahlten, Segnungen zu geben. Der Brahmana nahm 3-mal am Tag sein Bad. Er chantete vedische Hymnen. Er war sehr gelehrt in den Schriften. Er konnte die Schriften auswendig zitieren. Doch er war etwas stolz darauf geworden. Auf seine Position, seine Brahmana-Stellung. Als der Brahmana Narada Muni sah, bat er ihn auch zu sich und sagte: "Oh, Narada Muni, schön, dass du mal hier vorbeischaust. Wenn du wieder zum Herrn gehst, kannst du ihn fragen, wie viele Leben ich noch hier bleiben muss und wann ich wieder zu ihm zurückkomme?" "Okay", sagte Narada Muni und er setzte seine Reise fort. Als dann Narada Muni mit seiner Vina durch das Universum reiste, Lieder über Krishna sang, kam er natürlich auch wieder zum Herrn nach Vaikuntha. Dort fragte er den Herrn, was der Schuster und der Brahmana ihm aufgetragen hatten. Narayan antwortete: "Der Schuster wird nach diesem Leben zu mir zurückkommen. Bei dem Brahmana weiß ich es nicht. Es wird noch viele, viele Leben dauern." Narada Muni war sehr erstaunt über diese Antwort. Wieso denn das? Der Brahmana kennt doch alle Schriften, er führt Yagyas aus, er verehrt dich täglich mit großem Tovabo. Und der Schuster sitzt unter seinem Baum und repariert Schuhe. Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das bitte erklären?" Da sagte Narayan: "Wenn du wieder zu ihnen gehst und sie fragen, was ich tue, dann sage ihnen, ich ziehe einen Elefanten durch ein Nadelöhr. Und dann wirst du verstehen." "Okay", sagte Narada Muni, verabschiedete sich vom Herrn und ging. Wieder auf der Erde angelangt, kam er zuerst zum Brahmana. Der Brahmana sagte: "Oh, Narada Muni, schön. Und, was hat der Herr gesagt? Wann kann ich zu ihm? Nach diesem Leben bestimmt, oder?" Narada Muni sagte: "Also, eigentlich hat der Herr gesagt, er weiß es nicht. Es wird noch viele Leben dauern." "Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du warst bestimmt gar nicht beim Herrn. Was hat er denn gemacht?" "Er hat einen
Elefanten durch ein Nadelöhr gezogen. Das ist so ein Quatsch. Du warst nie im Leben beim Herrn und hast ihn gefragt. Ich gehe nach diesem Leben zurück, das ist ganz sicher. So ließ Narada Muni den Brahmana alleine und ging weiter auf seine Reise. Dann kam er beim Schuster vorbei. Der Schuster: Oh, Narada Muni, schön dich wiederzusehen. Komm herbei, setz dich. Und? Was hat der Herr gemacht, als du ihn besucht hast? Was macht er denn so in Vaikuntha? Was macht der Herr? Und Narada Muni hat geantwortet: Der Herr hat einen Elefanten durch ein Nadelöhr gezogen. Oh, wirklich, wirklich? Das ist ja wunderbar. Der Herr hat einen Elefanten durch ein Nadelöhr gezogen. Ich glaube es ja nicht. Also, ich glaube es. Der Herr ist einfach wunderbar. Und Narada Muni: Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass so ein riesengroßer Elefant, dass er durch ein kleines Nadelöhr passt? Ja, natürlich. Natürlich glaube ich das. Siehst du, Narada Muni, siehst du, ich sitze den ganzen Tag unter diesem Banyanbaum. Und dieser Banyanbaum ist aus einem winzigen Samen entstanden. Ein kleiner Samen. Hier haben wir eine Blüte, da sind winzige Samen rausgefallen. Winzig klein. Und in diesem kleinen Samen steckt so ein riesiger Banyanbaum. Ja, wenn der Herr so einen riesigen Baum in einen winzigen Samen packen kann, ja, dann kann der doch mit Leichtigkeit auch einen Elefanten durch ein Nadelöhr ziehen, oder? Und er freute sich Narada Muni. Und er fing an zu tanzen und er fing an, Lieder über den Herrn zu singen und sagte: Oh, lieber Schuster, oh, lieber Schuster, der Herr ist sehr, sehr zufrieden mit dir und er hat gesagt, nach diesem Leben wirst du zurückkommen. Nach diesem Leben wird es dir gelingen, wieder beim Herrn zu sein. Und dann fing auch der Schuster an und tanzte zusammen mit Narada Muni und sie sangen zusammen Lieder über Krishna. Diese Geschichte zeigt, dass Status, Gelehrsamkeit und eine hohe Position nicht unbedingt zu spirituellem Fortschritt und besonders zu spiritueller Realisation führen, wenn sie nicht auch mit Demut ausgeführt werden. Der Schuster hat ganz demütig seine Arbeit gemacht. Er ist seiner Arbeit nachgegangen, ganz demütig, jeden Tag. Aber er hat dabei an Krishna gedacht. Er hat die Lieder von Krishna gesungen, er hat an die Spiele von Krishna gedacht. Obwohl er seiner normalen Arbeit nachgegangen ist, war er in Gedanken an Krishna vertieft. Der Brahmana, der von allen Seiten verehrt wurde, dem Menschen Geld gegeben haben für seine Verehrung, hat es leider nicht geschafft, trotz seiner Verehrung tiefer zu gehen in seinem Bhajan und mit Demut diese Verehrung auszuführen, sodass auch er Realisationen bekommen hat über die höchste Persönlichkeit Gottes. Diese Geschichte zeigt also, was immer wir tun, wichtig ist es dabei, demütig zu bleiben und an Gott zu denken, uns an ihn zu erinnern und über ihn zu sprechen oder Lieder über ihn zu singen. So, das war die Geschichte über den Elefanten und das Nadelöhr. Hare Krishna.